Hallo zu unserem nächsten Video Kettenöler gegen Kettenspray. Heute im Thema Technik Caballero 500. Die Fahrzeuge sind gerade zurück aus der Inspektion. Wir haben ein paar Neuigkeiten von Fantic, aber auch wir haben einiges vor. Genau, bleibt dran. So, die Fantics sind zurück von der Inspektion. Das war eine 5000 Kilometer Regelinspektion, wo Ventile eingestellt werden, Ölwechsel, Ölfilter und Luftfilter und die Zündkerze gewechselt werden. Ja, das hat alles problemlos geklappt, da gab es keine Auffälligkeiten. Ebenso wurden die Ruckdämpfergummis getauscht. Die Ruckdämpfergummis, das ist ein bisschen ärgerlich, weil die jetzt einfach nach 8000 Kilometern schon stark verschlissen waren. Sprich, wir haben sehr viel radiales Spiel am Kettenrad gehabt. Ja, da sind jetzt neue Gummis drin. Wir hoffen, dass Fantic da vielleicht in Zukunft noch bessere Gummis rausbringt, die vielleicht ein bisschen enger sind oder ein bisschen weniger schnell verschleißen, damit das nicht wieder so schnell passieren kann. Was wir gemacht haben zusätzlich noch ist, wir haben jetzt beide Ritzel getauscht an beiden Fahrzeugen. Das war ja das Thema, dass an unserer grünen Caballero mit dem Kettenöler die Ritzelmutter komplett locker war und dadurch erhöhter Verschleiß am Ritzel aufgetreten ist. Und um unseren Vergleich da weiterhin transparent weiterzuführen zu können, haben wir jetzt vorsorglich an beiden Caballeros neue Ritzel verbaut, damit wir da wieder einen gleichen und vergleichbaren Stand auch haben. Ja, diese rote Caballero hatte ja den Zylinderkopfdichtungsschaden. Die ist ausgefallen auf unserem Rückweg von unserer Nordkap-Tour in Schweden. Ich habe auch hier die Zylinderkopfdichtung mitgebracht. Man sieht hier an der Stelle ganz gut, wo der Schaden aufgetreten ist. Hier außen ist der Kühlwasserkanal, hier ist der Brennraum und hier an dieser Stelle hat die Dichtung einfach abgeblasen, ist undicht geworden, es konnte Wasser in den Brennraum eindringen. Das ist auch ein Hinweis für alle Fantic-Fahrer. Solltet ihr mal nach einer Fahrt, an dem die Fantic heiß geworden ist, anhalten und sie startet dann nur noch widerwillig, dann ist es ein sehr eindeutiges Zeichen darauf, dass Wasser eingedrungen ist in den Brennraum. Ja. Den Zylinder, den ich hier mitgebracht habe, das ist nicht unser Zylinder, das ist ein Zylinder von einer anderen Fantic, die auch einen Kopfdichtungsschaden hatte. Aber der Zylinder an und für sich ist noch tadellos. Unser Zylinder wurde ebenfalls vermessen, wurde wieder verbaut, weil er keinerlei Verschleiß zeigt. Also sprich, der Kreuzschliff ist noch einwandfrei erhalten und ansonsten ist er nicht verzogen oder irgendwie beschädigt. Ja, was hat Fantic jetzt gemacht, um diese doch in letzter Zeit öfter auftretenden Probleme in den Griff zu bekommen? Ja, unser Händler hat uns da ganz klar und transparent auch Rückmeldung gegeben. Es wurde jetzt an beiden Fahrzeugen, sowohl an dieser roten als auch unserer grünen Fantic, wurde einmal die Software geändert. Der Kühlerlüfter, der vorher bei etwas über 100 Grad angesprungen ist, springt jetzt bei 94 Grad Kühlwassertemperatur an. Und des Weiteren wurde an der Entlüftung des Kühlwasserausgleichbehälters ein Ventil eingebaut. Dieses Ventil wird jetzt bloß noch geöffnet zum Entlüften beim Befüllen des Systems und dann wird es verschlossen. Hintergrund ist der, dass, so die Info von unserem Händler, Fantic das Problem eingegrenzt hat, darauf, dass einfach Luft im Kühlwassersystem war, das mit hoher Wahrscheinlichkeit über diese Entlüftung aus dem Ausgleichsbehälter in den Motor gezogen wurde während dem Betrieb. Um das zu vermeiden, wird jetzt diese Entlüftung komplett verschlossen im Betrieb. Genau, wenn da ein Lufteinschluss drin ist im Zylinder, ist völlig klar, da ist keine Kühlung mehr vorhanden, kann es lokal überhitzen und dann kann es eben genau zu so einem Defekt auch kommen. Wir finden es super, dass Fantic da auch jetzt zeitnah reagiert hat. Das ist auch alles schon, das haben wir gesehen, bei unserem Händler an den Neufahrzeugen, die da standen, waren diese Änderungen alles schon umgesetzt. Sprich, hoffentlich gibt es jetzt hier keine Probleme mehr und hoffentlich wird da in Zukunft auch den Ruf nicht weiter schädigen, weil klar, sowas ist super ärgerlich, Fantic ist da hinterher, für uns passt das soweit. Was wir noch vorhaben mit den Fantics ist, sie jetzt wieder fit zu machen für die nächste Tour. Wir wollen zeitnah nochmal losziehen, wir wollen nochmal ordentlich Kilometer machen dieses Jahr, damit unser Vergleichstest einfach weitergehen kann. Und eine nette Sache, die wir am Rande noch festgestellt haben, wenn ihr eine Fantic habt,
also eine 500er, und damit mal nachts unterwegs seid, schaut einfach mal bei ein bisschen höherer Geschwindigkeit rechts runter zum Motor. Da werdet ihr einen hell orange-gelb glühenden Krümmer sehen. Ist ganz nett anzusehen. Bis zum nächsten Mal.